Hallo meine Lieben und willkommen zu einem neuen Video. Heute machen wir unglaublich geile Garnelen und Gambas mit Lauch im Backofen und so wird das Ganze aussehen. Was wir dafür brauchen, sind folgende Zutaten. Und wir machen dazu Lauch. Das heißt, ich habe hier den Lauch schon mal klein geschnitten. Wir brauchen ein bisschen Cognac, eine Zitrone, 3 bis 4 Knoblauchzehen, Salz, Pfeffer und nochmal Knoblauchpulver, sowie etwas Öl. Petersilie, ich habe leider nichts Frisches, aber der gefrorene hier tut es auch. Und dann natürlich unsere Gambas bzw. Garnelen. So, das erste, was wir jetzt machen, ist das Dressing vorbereiten. Dafür brauchen wir eine hübsche Schüssel. Die habe ich hier. Dort werden wir jetzt erstmal den Knoblauch durchpressen. So, wenn der Knoblauch drin ist, können wir die ganze Zitrone einmal auspressen. Wenn die Zitrone drin ist, machen wir direkt weiter mit der Petersilie. Hier können wir einen richtig guten Schuss reingeben. Und als nächstes den Cognac. Hier der Alkohol verfliegt. Trotzdem, gibt nicht zu viel rein. Guten Schluck. Der dient als Geschmack. Ja, sehen wir, welchen ich hier genommen habe. Der hat meine Mutter zumindest genommen jetzt über Weihnachten. Den kriegt ihr an der Kasse. Wir benutzen den eigentlich nur für Fisch. Kriegst du ja in jeder Kasse, kannst du den kaufen. Das ist ein Weinbrand. Ja, das schmeckt auf jeden Fall ganz geil. So, wenn das alles drin ist, würzen wir noch mit Pfeffer, Salz und Knoblauch. Knoblauch kann man nämlich nie genug haben. Und zum Schluss kommt nochmal ein großer Schluck Öl hinzu. In dem Fall auch wieder Olivenöl. So, dann rühren wir das Ganze einmal um. Nehmen uns einen Löffel. Und ich probiere jetzt einmal. Das sollte der Knoblauch sollte rauskommen. Die Petersilie sollte man klar schmecken können. Ein bisschen scharf ist es auch vom Pfeffer. Schmeckt man auch. Olivenöl ist super. Salz vielleicht noch ein bisschen. Und nicht vergessen, den Alkohol schmeckt ihr später nicht mehr. Also dann nicht irritieren lassen. Aber der Geschmack vom Alkohol sollte man ganz klar schmecken. So, als nächstes werde ich Folgendes machen. Wir werden den Lauch hier reingeben und es einmal durchmischen, dass der Lauch den gesamten Geschmack annimmt. So, dann haben wir unser Dressing hier fertig. Und jetzt ganz wichtig, einmal zum Fisch. Also bei mir musste ich es noch selber entdarmen. Ihr könnt hier hinten am Kopf reinschneiden, mit einer Schere zum Beispiel. Und dann geht das hier auf. Und dann könnt ihr hier den Darm entfernen. Wer empfindlich ist, macht den am besten raus. Was essen die Algen? Werden da drin sein, ein paar Fischreste. Also nichts Großartiges. Selbst wenn man es mitesst, ist es nicht schlimm. Aber umso größer die Gambas werden, desto größer ist auch der Magen, bzw. der Darm. Und umso mehr kann drin sein. Wir hatten zum Beispiel über Weihnachten, hatten wir welche, die waren bestimmt 4-mal so groß. Ich glaube, ich habe Bilder auf Instagram, könnt ihr mal reingucken. Und die hatten halt auch einen richtig dicken Darm. Habe ich selber auch noch nie gesehen, der hat aber auch ein Stück 40 Euro gekostet. Das war schon eine ganz andere Hausliga. Gut, also, ich werde mir jetzt als erstes Handschuhe anziehen. Dann ist es ein bisschen einfacher. So, Handschuhe sind drüber gezogen. Und jetzt holen wir uns hier einen Breter und geben den ganzen Fisch hier rein. Und macht ruhig auch, wenn so ein Kopf abgefallen ist, da ist jede Menge Geschmack drin, mit rein. Der Geschmack ist nämlich ganz viel in der Schale. So, können wir eigentlich alles reinkippen. Machen wir das hier einmal weg. Und jetzt kippen wir nämlich unsere Soße mit dem Lauch alles einmal drüber und werden das danach einmal richtig schön einmassieren. So, gehen mit den Händen schön rein. Und jetzt haben wir nämlich hier den Vorteil, weil wir ja alles aufgeschnitten haben, da kann jetzt richtig Geschmack reinkommen. Ja, hier überall, bei den Kleinen jetzt überall der Darm raus, das heißt, hier könnt ihr auch wunderbar die Gewürze reinmassieren. So, nachdem hier alles einmassiert ist, so sieht das Ganze jetzt aus,
wird das Ganze, ich schiebe es ungefähr nochmal eine Stunde jetzt in den Kühlschrank, dass es richtig durchzieht, dass der Knoblauch einwirkt, dass der Cognac einwirkt, die ganzen Gewürze. Und dann wird das für ungefähr 30 bis 45 Minuten bei Ober-Unterhitze bei 200 Grad in den Ofen kommen. Und wir sehen uns dann wieder, wenn das Ganze hier durch ist. So, meine Lieben, ist es angerichtet. So sieht das Ganze jetzt aus. Ich kann mal was näher, dass ihr es sehen könnt. Es riecht so geil und ich freue mich so sehr darauf. Wir machen jetzt hier mal eine auf. Ich habe im letzten Video angefangen, mein Gesicht zu filmen. Hier werde ich das jetzt lassen, weil ich mich wirklich, dass ihr seht. Und wenn ich aus der Entfernung bin, könnt ihr das einfach nicht sehen. Und wir machen hier, fangen wir mit so einer kleinen an, machen wir die Schale ab. Und ihr seht schon, wie geil es aussieht. So sieht's aus. Bisschen Soße und rein damit. Mega. Es schmeckt so gut. Leute, wenn ihr Garnelen liebt, probiert das Rezept aus. Es ist unglaublich gut. So, meine Lieben, ich werde das jetzt verspeisen. Und ich würde sagen, schreibt mir in den Kommentaren, wie es euch geschmeckt hat. Schreibt mir, was wir als nächstes machen sollen. Und sonst sehen wir uns einfach beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche euch guten Hunger. Bis dahin. Ciao, ciao.